Hallo allerseits, ich bin Peter Kernstein, ich bin auf der Spielwarenmesse beim Fischertechnik-Stand, beim Martin Rogler, Geschäftsführer von Fischertechnik, und er zeigt mir ein paar Neuheiten. Hallo. So, fangen wir gleich mal hier vorne an. Das sind unsere neuen Junior Pro Modelle ab 5 Jahre. Es gibt eigentlich 2 Besonderheiten. Die eine Besonderheit ist, wir haben hier, sieht man es besser, eine neue Grundplatte an den Produkten, die wesentlich einfacher zu bedienen ist als unsere originale Grundplatte. Das Schöne ist aber, für die Kinder mit 5 Jahren hat man dann noch genau, weil das sonst motorisch ein bisschen schwierig werden würde. Das Schöne ist aber, dass diese Grundplatte trotzdem 100% kompatibel ist mit unseren anderen Grundplatten und anderen Produkten. Also man kann die ganz normal mitbenutzen. Beim Junior Pro, das ist jetzt noch ein Handmuster in der Verpackung, noch nicht das Original, kann ich 7 Modelle bauen. Die haben wir hier mal aufgebaut für die Messe. Ich kann also nicht alle gleichzeitig bauen, sondern immer nur ein Modell oder 2 Modelle, je nachdem, was ich mache, zur gleichen Zeit. Was hat es denn damit auf sich? Ist das Wasser oder was ist das? Genau, der besondere Gag bei den Produkten für die Kinder ist so, dass in jedem Produkt hinten eine kleine Spritzpistole drin ist, sodass ich jedes Fahrzeug einfach noch mit dem kleinen Wasserwerfer bestücken kann, um dann den Hund oder die Eltern nass zu spritzen. Damit sich was rührt daheim. Genau, dann unser zweiter Junior-Set, der Junior Max. Da wird es dann schon etwas, das erste Mal, sag ich mal, noch mehr Fischer-like, nämlich technischer. Hier können wir 10 unterschiedliche Modelle bauen. Und das Besondere ist, ich habe hier eine wirklich funktionierende Solarzelle, die dann unterschiedliche Modelle antreibt. Das kann zum einen wie hier der Hubschrauber sein, aber auch mein Skidoo oder auch ein Windrad, ein Rasenmäher oder verschiedene andere Produkte. Rasenmäher. Das heißt, der hat ein Rasenmäher, genau, wo ich dann wirklich meinen Teppich mähen kann, wenn ich über den drüber fahre. Kann natürlich auch ein paar Produkte bauen, die nicht mit Solar sind. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und das passt hier ganz gut her. Das ist auch der Unterschied ja zu Lego bei uns. Bei uns baut man nicht eigentlich einen Baukasten, wo man ein Modell baut und dann ist man fertig. Hier geht es ja eigentlich darum, die Kreativität der Kinder zu fördern. Dass ich also anfange, vielleicht 1, 2 Modelle nachzubauen und dann auf die Idee komme, mir selber was auszudenken, eventuell sogar diesen Laster mit Solar zu bestücken oder auch andere Teile aus anderen Fischertechnikkästen dazu zu benutzen. Also auch da Alter ab 5 Jahre dann wieder? Ab 5 Jahre, genau. Dann wären wir 2 Jahre älter, ab 7 Jahre haben wir auch eine Einstiegslinie, so rund um das Thema Baustelle. Hier kann ich mir eigentlich meine eigene Großbaustelle herstellen. Wir haben hier einen Traktor mit Hänger, einen LKW, einen Kran, einen Schaufellader. Das sind also und einen Bagger. In dem Falle ein Kran. Genau, das sind Einzelprodukte, aber auch hier gilt natürlich wieder, wie bei allen Fischertechnikprodukten, ich kann auch hier Mix and Match machen. Das heißt, ich kann den Kran und den LKW, die Teile passen alle miteinander. Ich kann mir hier auch eine eigene Idee machen und vielleicht ein Baufahrzeug entwickeln, was noch gar nicht auf dem Markt existiert. Aber für das Spiel bei den Kindern geht es ja darum, Kreativität zu fördern. Das heißt robust, dann vernünftig funktionabel und... Genau, robust funktionabel, also unsere berühmten Reifen, die sehr gerne von anderen Bastlern, die sind ja Hohlgummireifen, also werden auch gerne von Bauern anderer Baukästen verwendet, statt deren Originale. Ich nenne jetzt hier keine Namen, aber sehr schöne Einstiegslinie, auch mit Preispunkten, die eben bei 17 € losgehen. Also auch mal ein Mitbringsel für die Dass Großeltern. man eben auch mal ein Mitbringsel hat oder das Geburtstagsgeschenk, was man den Kindern schenken kann. Jetzt gehen wir mal weiter um die Ecke. Auch Thema 7 Plus, unser Universal Max, auch in den neuen Farben, im letzten Jahr auf den Markt gekommen. Hier sieht man eigentlich ganz gut, sind auch 10 Modelle vorgegeben oder mal als gezeigt. Und hier bei den 3, die wir aufgenommen haben, sieht man ganz gut, was man alles machen kann. Also ich kann hier vom Formel-1-Fahrzeug über einen Harvester, also ein Fahrzeug, das einen Baumstamm hebt, über einen Hubschrauber relativ viele Modelle bauen. Und hier ist in meiner Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. Unsere Entwickler haben beispielsweise für unseren Tag der offenen Tür diesen Rennwagen genommen, haben dem hinten einen Motor draufgesetzt von Fischertechnik, haben ein paar Zahnräder gemacht, dass sich das Rad dreht und haben noch eine Fernbedienung eingebaut von Fischertechnik, also einen Controller. Die haben dann wirklich ein ferngesteuertes Auto aus dem gebaut. Und das sind eben Möglichkeiten, die man hier hat. Ich kann aber genauso einen Spirographen machen, den ich drehe und ich wirklich mit einem eingespannten Stift nachher hier ein Bild auf dem Produkt zeichnen kann. Neu, unser Universal Ultimate. Man sieht, das ist schon relativ groß. Ich kann hier wirklich ein klassisches
Greifspiel machen mit einem Greifarm, den ich absenken kann, den Ball aufheben kann und dann im Tor versenken. Das sind jetzt 460 Teile, steht dahinter. Das sind 460 Teile, genau. Es sind 4 Modelle vorgegeben, aber hier habe ich natürlich, und das richtet natürlich jetzt auch 10 plus, schon einen etwas erfahrenen Bastler. Und wenn ich in der Stufe bin, dann bin ich auch in der Lage, ganz viele eigene Modelle zu entwickeln. Wir haben auch hier versucht, immer ein bisschen Spiel reinzubringen, dass man auch zu zweit, zu dritt hier auch spielen kann, dann gegenseitig, um die verschiedenen Blöcke aufzuheben, auf die richtigen Punkte abzulegen. Ist schwieriger, als es aussieht, aber hier geht es ja wirklich, man sieht es ja mit Umlenkrollen, mit Seilen, mit Hubvorrichtungen, also sehr stark mechanisch geprägt, diese Baukästen, aber natürlich auch stundenlanger Spielspaß und die Möglichkeit aufzubauen. Geht es dann schon fast so in Richtung wissenschaftliches Denken für die fortführende Schule dann Genau, hier sollte ich zumindest schon ein bisschen wissen, wie was funktioniert. Aber es sind natürlich auch gute Anleitungen dabei, dass auch jemand, der noch nicht so lange mit Fischertechnik am Start ist, sich auch hier seine eigenen Modelle ganz einfach bauen kann. Diese orangen Steine sind jetzt dann schon endgültige. Letztes Jahr habe ich die ja gesehen als Muster. Genau, die sind letztes Jahr schon angefangen, ja, hier verbaut im Universal Max. Und in dem Jahr ist Orange, Schwarz, Weiß unsere neue Farbe, gerade für den Einstiegsbereich. Wir wissen auch, dass einige ältere Bauer von Fischertechnik-Produkten sich mit diesen Farben noch nicht so ganz anfreunden konnten. Aber wir glauben, man muss auch mal ein bisschen, wie sagt man so schön, Farbe ins Spiel bringen und vielleicht auch mal neue 1, 2 Farbenprodukte bringen. Heißt ja nicht, dass wir unsere anderen Farben nicht mehr haben, die gibt es ja immer noch und lassen sich übrigens auch hervorragend mit den neuen Farben kombinieren. Im Hintergrund sehen wir schon einen Bagger, da habe ich vorher schon gesehen, da steht Liebherr drauf. Ist ja bei Ihnen, glaube ich, nicht üblich gewesen bisher, dass Sie tatsächlich irgendwelche großen Marken dann als Baukästen haben. Richtig, das hat es bisher noch nie gegeben. Also das ist jetzt das erste, wirklich das erste Fischertechnik-Lizenzprodukt. Das ist wirklich eine Liebherr-Lizenz von dem 938 Bagger von Liebherr. Hinten haben wir mal Dauerstrom drangehängt an den Bagger. Das sind aber Funktionen, die auch bei dem vorne dem Modell genauso funktionieren. Da muss ich es halt von Hand auslösen. Ich kann über verschiedene Ventile hier sozusagen die Stärke der Druckluft einstellen, mit denen ich dann die Schaufel und den Arm des Baggers bewegen kann. Also das läuft dann hier richtig über Druckluft mechanisch? Läuft richtig über, genau, Druckluft mechanisch, die sich hier dann sozusagen steuern kann. Und auf der anderen Seite manuelle Steuerung des Baggers. Und das Set ist für Kinder ab 10 gedacht, steht hier, sind fast 700 Teile. Es sind fast 700 Teile, da ist auch weniger oder nicht nur Kinder. Hier gehen wir da auch davon aus, dass sich einige jung gebliebene Erwachsene sich damit beschäftigen. So, ja. Einige Baggerfans, genau, und sich so ein Liebherr-Bagger ins Wohnzimmer, in die Vitrine stellen. Der Vorteil ist, ich kann durch die ganzen hydraulischen Ventile natürlich selber noch schön damit spielen, auch wenn ich erwachsen bin. Das macht ja auch Erwachsenen Spaß und nicht nur Kindern. Gut, und für die Kinder, die dann zusätzlich in der Schule was machen wollen, da habe ich gehört, da haben Sie ein großes Projekt im Herbst begonnen in Baden-Württemberg mit Schulen. Da glaube ich, haben Sie auch einige neue Sets, die wir vielleicht noch anschauen können. Genau. Wir sind ja schon lange aktiv jetzt im Schulbereich, um auch in den Schulunterricht ein bisschen praktische Erfahrung reinzubringen. Es gibt ja nichts Langweiligeres, als wenn der Lehrer im Physik- oder Chemieunterricht ellenlange Formeln an die Tafel schreibt. Und als Schüler weiß man gar nicht, was es eigentlich soll. Deswegen gibt es für uns hier einige Sets, auch zum Thema zum Beispiel erneuerbare Energien für die weiterführenden Schulen, so ab der 5. Klasse dann, auch mit 270 Teilen, wo ich das Thema Brennstoffzelle oder beispielsweise Solar auch im Unterricht anwenden kann. Sehr schön war, dass wir jetzt im Ende vergangenen Jahres in Baden-Württemberg ein Projekt gewonnen haben, 500 Schulen mit Fischertechnik auszustatten. Das heißt, da wird der Unterricht dann wesentlich lebendiger werden als bisher, nicht mehr Frontalunterricht, sondern Schüler setzen sich paarweise zusammen, jeder kriegt einen Kasten Fischertechnik und dann ist zum Beispiel das Thema, jetzt zeigen wir mal oder wir machen mal Solarenergie erlebbar oder das Thema Brennstoffzelle beim Auto, wo auch die meisten Erwachsenen gar nicht wissen, wie das eigentlich funktioniert. Und wie man hier sieht, gibt es einige Sets für die Schulen dann auch in den Bereich Robotics und Coding rein. Und hier ist natürlich auch so, dass es für alle diese Sets begleitendes didaktisches Material für die Lehrer gibt, das wir mit CladMax zusammen entwickeln, wo der Lehrer auch weiß, wie
und was er seinen Schülern näher bringen kann. Und im oberen Ende dann mit einem großen programmierbaren Baustein, den TXT 4.0, den Sie auch haben, da gibt es dann wahrscheinlich für ein paar ausgewählte Schulen, die sich das dann noch anschaffen wollen, wahrscheinlich auch eine Möglichkeit. Genau. Und hinzu kommt noch, wir sind ja auch jetzt ab diesem Jahr Hauptsponsor der World Robotic Olympiad. Das ist so das größte weltweite Wettbewerb zum Thema Programmierung und Robotik, wo wir mittlerweile dann auch beginnen, jetzt die ganzen Teams, das sind auch Teams aus Schulen, mit unserem Roboter-Kit auszustatten, dass die dann selber sozusagen die Aufgaben der WHO erfüllen können. Gut, dann bedanke ich mich bei Martin Rogler für die Zeit, die er sich genommen hat, dass er uns ein paar Neuheiten zeigt, hier auf der Spielwarenmesse am Fischertechnikstand. Ich wünsche einen schönen Messeverlauf. Ja. Gerne.